His game was before his time. He was a guy who was going behind the back, between the legs, going behind the back passes, flashy passes in an era where no one really saw that. Alle NBA-Fans kennen Pistol Pete, zumindest den Namen. Irgendwie hat man den schon mal gehört. Kriseliges Footage flimmert vor dem geistigen Auge, No-Look-Pässe, lange Haare und ein quirliger großer Guard. Er hat was von Steve Nash, vielleicht auch von White Chocolate oder sogar Streetball-Legend Skip to My Lou. Worauf wir uns alle einigen können, Pistol Pete ist eine NBA-Legende. Aber wie wird man zur Legende, wenn man nur 10 Jahre spielt, keine Titel gewinnt, keine MVPs im Regal stehen hat und noch nicht mal in den Finals gestanden hat? Das wollen wir uns heute gemeinsam anschauen. Was geht, meine Freunde? KobeBjoern ist am Start. Heute mit dem lang erwarteten Pistol Pete Video. Ich habe eine kleine Überraschung für euch. Und zwar gibt es jetzt ein Gewinnspiel mit den Jungs von Toppers zusammen. Verlose ich eins von diesen Pistol Pete Maravich Jerseys. Das ist von den Atlanta Hawks 1971. Extrem geil. Habe ich persönlich noch nie irgendwo gesehen. Alles, was ihr dafür tun müsst, ist unter diesem Video zu kommentieren. Gerne natürlich mit einer Meinung zu dem Video, ist aber nicht zwangsweise notwendig. Was aber notwendig ist euer Instagram-Handle. Das ist ganz wichtig, dass ihr es dazu schreibt, damit ich euch kontaktieren kann, falls ihr gewonnen habt. Ich lasse das Gewinnspiel eine Woche lang laufen und nächste Woche am Donnerstag werde ich dann den Gewinner picken und ihn bei Instagram benachrichtigen. Und jetzt natürlich wieder back to the video. Wir stellen uns die Frage, wie man zur Legende wird, trotz mäßigem Teamerfolg. Naja, es hilft, wenn man der größte Scorer in College Basketball History wird, denn Petes Legende beginnt nicht erst in der NBA. Bereits am College brach er einen Rekord nach dem anderen und ließ das Publikum staunen. In einer Zeit ohne Dreierlinie oder 24 Sekunden Uhr schaffte er es absurde 44,2 Punkte pro Spiel aufzulegen und das in 3 College Seasons hintereinander. Das ist der höchste Punkteschnitt in Basketball College History, aber es wird noch besser. 1966, in Petes erstem College-Jahr, durfte er noch nicht für die eigentliche College-Mannschaft spielen. Die Erstsemester hatten ihre eigene Mannschaft und spielten gegen andere Erstsemester und die spektakuläre Spielweise des Pistol Petes hatte sich in der Stadt so schnell herumgesprochen, dass zu seinen Freshman-Spielen mehrere tausend Zuschauer kamen. Alle wollten sie Pistol Pete sehen. Als das Spiel der Freshmen dann vorbei war und das eigentliche College-Team das Feld betrat, verließ ein Großteil der Zuschauer die Halle wieder. Sie hatten ja bereits den besten Basketball der Stadt gesehen. Ich finde es so krass, dass diese Highlights von vor über 50 Jahren auch heute noch absolut kranke Highlights wären. Wenn Pistol heute in meiner Heimat spielen würde, wäre ich bei jedem Game dabei. Sowas habe ich einfach noch nie gesehen. Und lasst uns nicht vergessen, dass der Junge damals noch am College war. Alleine mit dieser College-Karriere und dem Videomaterial würde man heute seinen Namen kennen. Und ich sage es nochmal, 44 Punkte im Schnitt über 3 Spielzeiten. Wenn das nicht einfach nur krass und einfach nur Klatsch ist, dann weiß ich auch nicht mehr. Petes Start in der NBA war nicht weniger spektakulär. 1970 verpflichteten ihn die Atlanta Hawks. In den 70er Jahren hatte die NBA ein großes Imageproblem. Der damaligen amerikanischen Bevölkerung war die NBA zu schwarz geworden. Deshalb suchte man ständig weiße Spieler, die man als neue weiße Hoffnung verkaufen konnte. Klingt aus heutiger Sicht absolut gestört. 1970 wurde das aber ganz offen kommuniziert. Pistol bekam einen hochdatierten Profivertrag und mehrere Werbedeals noch bevor er überhaupt ein NBA-Game absolviert hatte. Wir halten erstmal fest, Pistol hatte nicht nur ein ungewöhnlich gutes Ballhandling und Scoring-Fähigkeiten, er wurde von den damaligen Medien und der Bevölkerung auch als neue Hoffnung des Basketballs gefeiert, ein weiterer Schritt im Aufbau seiner Legende. Aber Pete war auf jeden Fall mehr als das Aushängeschild hängengebliebener Rassisten. Die am College entwickelten Skills übertrug er nach kurzer Eingewöhnung auch in die NBA. Nach einem Monat droppte er bereits das erste Mal 40 Punkte. Natürlich immer flashy und unkonventionell. Ich glaube, Pete hat nicht einmal in seinem Leben einen ganz normalen Jumper oder Layup genommen. Jedes Highlight zeigt ihn off-balance mit dem Rücken zum Korb oder in einer 360-Grad-Drehung. Einfach nur crazy. Viele von euch haben sich KobeBjoern kommentiert zurückgewünscht. Deshalb werde ich demnächst Petes Career High von 68
64 Punkten in voller Länge kommentieren und hochladen. Falls es gesperrt wird, lade ich es euch in einzelnen Teilen hoch. Aber back to the topic, actually forgot it, Pistol Pete's No-Look-Pässe, ach yeah, I'm reminded. Ihr dürft euch Pistols Karriere nicht als sorglose Streetboy-Show auf NBA-Parkett vorstellen. Es gab große Probleme mit der Teamchemie, seine Teamkollegen knallten die verrückten No-Look-Pässe regelmäßig gegen den Kopf. Außerdem trieben das große Geld und der öffentliche Rassismus einen Keil zwischen Pete und seine größtenteils schwarzen Teammates. Für den Rassismus konnte Pistol natürlich nichts, aber trotzdem erschwerte dieser Umstand Erfolge mit den Atlanta Hawks. Wir müssen ein bisschen Jalla machen, sonst entwickelt sich das hier noch zu einem 4-Stufen-Video. Keine Sorge, meine Freunde, das wird auch bald kommen, aber dafür will ich erst noch mehr über Pistol recherchieren. Kommen wir lieber zurück zu seiner Legende. Der Bekanntheitsgrad explodierte, als Pete 1974 von Atlanta nach New Orleans getradet wurde. Die Jazz waren damals ein Expansion-Team und stellten keine großen Ansprüche an Pete. Es ging vor allem darum, die Einheimischen für NBA Basketball zu begeistern und genau das konnte er natürlich. Die Kombination aus Hippie-Look und Flashiness auf dem Court machten Pistol zu einem der größten Sportstars des Landes, auch ohne Teamerfolg. In seinen 5 Jahren bei den Jazz scorte er über 8000 Punkte und wurde mehrfach zum All-Star gewählt, doch Pistols Karriere sollte bald zu Ende sein. Nach mehreren Knieverletzungen 1978 war er nicht mehr der Alte und auch seine letzten Versuche 1980 bei den Celtics noch einen Ring zu gewinnen scheiterten. Wir befinden uns jetzt in der Phase des tragischen Starspielers. Auch dieser Umstand eignet sich perfekt für den Aufbau einer Legende. Pistol Pete, der Zauberer mit dem Basketball, die weiße Hoffnung, der Hippie aus New Orleans, schaffte es nie, einen NBA-Titel zu gewinnen. Ist das nicht tragisch? Aber es sollte noch viel schlimmer kommen. Pistol hatte in seinen letzten NBA-Jahren eine Menge durchgemacht, unter anderem den Selbstmord seiner Mutter. Er suchte sich Hilfe im Alkohol und entwickelte bereits in der NBA ein schweres Alkoholproblem. Nach seinem Rücktritt sprach er offen darüber, in seinem Porsche über den Highway zu rasen und sich vorzustellen, das Steuer einfach umzureißen, um sich damit das Leben zu nehmen. I used to drive my Porsche 140 miles an hour across the Causeway Bridge. Things were running through my mind like I just turned the wheel to the right 10 degrees. It looked like an accident. They'll say, what a tragedy. Zwar endete sein Leben nicht auf einem Highway, trotzdem aber viel zu früh, im Alter von nur 40 Jahren, durch einen Herzinfarkt. Interessanterweise bekam er diesen Herzinfarkt, während er gerade Basketball spielte. Pistol Pete hinterließ seine Frau, 2 Söhne und tausende trauernder Fans. Um ehrlich zu sein, Leute, tue ich mich richtig schwer, dieses Video jetzt zu beenden. Eigentlich wollte ich ja die einzelnen Bauteile von Petes Legacy bzw. seinem Legendenstatus einmal aufdecken, um eben zu zeigen, was eigentlich dahinter steckt und warum wir ihn bis heute kennen und warum er so ein hohes Ansehen in der NBA hat, obwohl er relativ wenig Teamerfolge hatte. Jetzt sind wir aber an diesem letzten Baustein angekommen, nämlich seinem Tod im Alter von 40 Jahren auf einem Basketballfeld, was natürlich unglaublich tragisch ist, wo man, wenn man aber ehrlich ist, natürlich auch zugeben muss, dass das auch Teil von seiner Legacy und von seinem Legendenstatus ist. Trotzdem fühlt es sich ein bisschen pietätlos an, das jetzt in einem Skript aufzuarbeiten und so nüchtern runterzurattern. Deswegen habe ich mir gedacht, ich setze mich jetzt zumindest vor die Kamera dafür. Zusammenfassend bleibt zu sagen, er war ein Zauberer mit dem Basketball, wirklich ahead of his time. Diese ganzen Behind-the-Back-Sachen, die Up-and-Under-Layups, die Out-of-Balance-Würfe, sowas gab es damals einfach in dem Umfang nicht. Die Art und Weise, wie er Basketball gespielt hat, war wirklich revolutionär. Dazu kommen die ganzen Rekorde, die er im College aufgestellt hat. Dieser Scoring-Average von über 44 Punkten, der wahrscheinlich niemals gebrochen wird. Die individuellen Leistungen in der NBA, All-Star-Berufungen, Topscorer-Kronen. Dann natürlich das sozusagen unrühmliche Ende der Karriere durch viele Verletzungen, durch Alkoholismus, einfach nicht mehr in der Lage, den Sport so auszuüben, wie er ihn geliebt hat, was natürlich so eine tragische Note mit sich trägt. Auch, dass er bei den Celtics gespielt hat 1980, dort dann aufhören musste und im nächsten Jahr wurden die Celtics Champion. Kann man sich vorstellen, wie das für ihn damals gewesen sein muss und dann eben abschließend jetzt der Tod auf dem Basketballfeld. Also wenn man einen Drehbuchschreiber diese Story hätte schreiben lassen, hätte man gesagt, ey, 1+, wirklich super, das ist eine zukünftige Legende, Leute in 50 Jahren werden noch seinen Namen kennen. Im Fall von Pete ist es aber nicht irgendein Charakter aus irgendeiner Serie oder einem Film, sondern es war halt ein Mensch aus Fleisch und Blut und deswegen wollte ich mich jetzt einmal hier vor die Kamera setzen, damit das Ganze nicht so nüchtern und distanziert wirkt, weil ich habe jetzt so viel recherchiert über ihn und habe eine Menge vor, auch
in den nächsten Wochen vielleicht, was man noch für Videos über ihn machen könnte. Und da wollte ich jetzt einfach nicht respektlos sein. Damit ist das Video erstmal beendet. Ich hoffe, euch geht es allen gut. Praktiziert weiterhin Social Distancing. Bleibt zu Hause, Leute. Und bleibt vor allem gesund. Das war's jetzt von mir. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wie gesagt, wenn ihr das Jersey gewinnen wollt, einfach einen Kommentar schreiben mit Instagram-Handle. Danke nochmal an Toppers, dass sie mir und euch dieses Jersey gesponsert haben. Und jetzt bin ich erstmal raus. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video, meine Freunde. Peace.